6 Minuten Fahrerlebnis, 5 Fahrebenen, 3 Abfahrten und 5 Fakten. Heute dreht sich alles um die im Jahr 2014 eröffnete Wildwasserbahn Chiapas. Wetten, dass wir es schaffen, dir alle Fakten im Laufe einer Fahrt zu schildern? Punkt 1. Namensherkunft. Sicher ist dir bekannt, dass die Wildwasserbahn von Intamin ein reales Vorbild hat. Chiapas ist ein Bundesstaat im Südosten Mexikos, dessen Name sich vom indigenen Volk der Chiapa ableitet. Chiapas verfügt über viele bekannte kulturelle und natürliche Sehenswürdigkeiten. Hierzu zählen vor allem der Steilsturzwasserfall von Misolja und die Wasserfallkaskade von Agua Azul, die über 6 Kilometer lang ist und damit zu den längsten ihrer Art gehört. Diese beiden Besonderheiten standen zusammen mit den Grutas de San Cristobal höchstwahrscheinlich Pate für die millionenschwere Anlage, die seit nunmehr 6 Jahren ihre Kreise durch das Phantasialand zieht. Punkt 2. Plaza Mariachi. Der Eingang von Chiapas befindet sich auf dem sogenannten Plaza Mariachi, der im Jahr 2007 zusammen mit Talocan errichtet wurde und der auf dem Chiapas-Soundtrack von Imascore ein eigenes Musikstück abbekommen hat, das sich auf der Plaza nennt und wahrscheinlich zu den bekanntesten Songs des Albums zählt. Auch der Plaza Mariachi hat einen mexikanischen Namenspaten, und zwar eine typisch mexikanische Musikformation aus dem Bundesstaat Jalisco. Der Begriff kam erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts auf. Im Jahr 2011 wurde die mexikanische Musikformation von der UNESCO in die repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Punkt 3. Dia de los Muertos. Wenn die Boote von Chiapas in der Partyhöhle ankommen, passiert es nicht gerade selten, dass die Fahrgäste den Soundtrack mitgrölen und in die Hände klatschen. Doch weißt du eigentlich auch, was genau dort gefeiert wird? Der sogenannte Templo de Fiesta ist eine Anspielung auf den Dia de los Muertos, der einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage ist und an dem der Verstorbenen gedacht wird. Die Vorbereitungen für diese wichtige Feier beginnen bereits Mitte Oktober, das eigentliche Fest geht schließlich vom 31. Oktober bis zum 2. November. Die Feierlichkeiten unterscheiden sich von Region zu Region. Der Tag der Toten, der im Jahr 2008 von der UNESCO in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit übernommen wurde, hat einen Gastauftritt im 24. Film der James-Bond-Reihe, der im Jahr 2015 in den deutschen Kinos anlief. Punkt 4. Tiempo de Fuego. Seit der Wintersaison 2014-2015 ist auf der Chiapas-Front die Mapping-Show Tiempo de Fuego zu sehen, was übersetzt Zeit des Feuers oder einfach Feuerzeit bedeutet. Im ersten Jahr bestand die Show nicht nur aus dem 3D-Mapping und den Flammenwerfern, sondern darüber hinaus auch noch aus Flammenartistik. Zur Wintersaison 2015-2016 wurde dieser Part gestrichen, allerdings hat man den dritten Akt im gleichen Atemzug deutlich verlängert. Der Soundtrack zur Show stammt aus der Feder von Imascore und zitiert bekannte Melodien vom Chiapas-Soundtrack. Seit dem 24. November 2017 gibt es die entsprechende CD im Phantasialand zu kaufen. Die statistischen Berechnungen für die Konstruktion der Hochleistungsprojektoren, die bei Tiempo de Fuego zum Einsatz kommen, wurden von der Firma Tennagels Medientechnik GmbH geliefert, einem Medienunternehmen aus Düsseldorf. Punkt 5. Chiapas Sommernacht. Am 5. September 2015 fand im Phantasialand ein besonderes Event statt, die Chiapas Sommernacht. Die Tickets für diese Veranstaltung kosteten 59 €, wobei Inhaber eines Premiumpasses ihre Tickets für 49 € ergattern konnten. Gegen einen weiteren Aufpreis war es zudem möglich, eine Getränkepauschale zu buchen. Und ja, ich gestehe, dass ich dort damals mehr als ein Corona-Bier hatte. Während des Events war Chiapas von 20 bis 22 Uhr für die Besucher geöffnet. Auf dem gesamten Plaza Mariachi wurden den Gästen viele verschiedene mexikanische Vorspeisen, Hauptgerichte und Desserts zur Verfügung gestellt. Um 22 Uhr wurde den Besuchern der Arena de Fiesta schließlich die Eisshow Relight My Fire präsentiert, für die extra eine neue Nummer einstudiert wurde. Das Einzige, was nicht zu der angekündigten Sommernacht gepasst hat, war das schlechte Wetter, aber das hat die tolle Veranstaltung mehr als wettgemacht. Geschafft! Das waren 5 Fakten zu Chiapas. Wenn dir unser Video gefallen hat, kannst du es gerne mit einem Daumen nach oben bewerten. Und falls du Anregungen, Ideen oder Wünsche für weitere Produktionen dieser Art hast, kannst du sie uns gerne in die Kommentare schreiben. Wir werden versuchen, so viele wie möglich umzusetzen. Ansonsten wünschen wir dir noch eine fantastische Woche. Bis zum nächsten Mal. Deine Phantasialand-Infos.